Hallo zusammen. Wir sind Alex und Jürgen vom Weltreiseprojekt Miles Meets Moments. Aktuell sind wir hier in der Westsahara unterwegs, am schönen Strand von El Aaiún. Wir sind Alexandra und Jürgen und befinden uns auf unserer Weltreise von Köln nach Sydney. Seit Köln liegen inzwischen rund 6000 Kilometer hinter uns. Europa, Spanien, der Süden, dann Marokko, Steinwüste, Weite, Hitze und dann plötzlich die Westsahara. Die Westsahara liegt in Marokko, da fährt man relativ weit in den Süden Richtung Mauretanien und in der Westsahara, da gibt es nicht so viel, außer jetzt vielleicht hier diesen kleinen Strandabschnitt und mal ab und an ein Städtchen und ein paar Dünen und viele Fliegen. Ja, wollte ich gerade sagen, viele Fliegen und Katzen. Ich habe was Schönes bekommen. Da wird sich der liebe Frank, der uns geschrieben hat, jetzt bestimmt freuen, dass wir ein extra Video für ihn produziert haben. Und zwar schreibt er mir über LinkedIn: Hallo Jürgen, wir überlegen im April nach Marokko zu fliegen. Könnt ihr konkret was empfehlen? Orte, Hotels, Medinas? Würde mich sehr freuen. Viele Grüße und weiterhin gute und sichere Reise. Frank. So Frank, jetzt haben wir was Schönes für dich gemacht. Du hast ja nur eine Woche Zeit, hast du geschrieben, bist auch offen für eine Rundreise, was wir dir auch unbedingt empfehlen würden, weil für einen Strandurlaub, da fährt man nach Essaouira oder man kommt hier hin und bleibt dann 2 Wochen hier, fertig. Wir haben ja jetzt in unseren 3 Monaten, wo wir hier sind, schon relativ viel Erfahrung mit dem Rundreisen gemacht. Sind wir schon bei 8000 Kilometer? Oh, ich habe es nicht mehr verfolgt. Wo fangen wir denn an beim Fahren? Ja, also wir haben uns erstmal natürlich Gedanken gemacht, was würden wir unbedingt empfehlen, was sind unsere Highlights und vor allen Dingen, was kriegt man alles in eine Woche reingepackt, weil eine Woche ist nicht lange und Marokko hat so viele Gesichter. Jetzt heult hier der Hund irgendwo. Marokko hat so viele Gesichter, dass man sich so viele unterschiedliche Dinge angucken kann. Also wir empfehlen dir. Fliege von Köln bis nach Marrakesch oder Düsseldorf. Marrakesch gibt es auch eine Verbindung. Also es gibt viele Verbindungen, nach Marrakesch zu kommen. Und was viele nicht wissen, die Flüge, die sind unglaublich günstig tatsächlich. Ist auf jeden Fall für jeden Reise wert. Auch für ein paar Tage. Wichtig, neben dem günstigen. Kommt bitte, ich denke mal, dass ihr zu zweit oder zu viert kommt bitte früh in Marrakesch an. Weil Alex hatte schon gesagt, die Zeit ist knapp und wir haben nicht viel Zeit. Also am besten 10 Uhr hier sein, wenn das geht. Und dann haben wir erstmal Marrakesch. Genau, Marrakesch ist natürlich unglaublich bunt. Es gibt eine total quirlige Altstadt. Sich durch den Zug fortzubewegen, da mal so ein bisschen zu schlendern und die Geschäfte anzugucken. Vielleicht das ein oder andere Souvenir schon mitzunehmen. Da gibt es unglaublich tolle Sachen, tolle Geschenke, die man da mitnehmen kann, tolle Dekoartikel. Die ganze Stadt ist einfach unglaublich schön. Und Marrakesch ist Klischee Marokko. Wenn jemand Marokko im Kopf hat, dann wird er das in Marrakesch bestätigt bekommen. Und wir wurden ja explizit auf die Medina angesprochen. Unterschied vielleicht Souk, Medina. Souk ist so der Markt, ist meistens dann in der Medina. Medina so die Altstadt, richtig? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ist jetzt unsere Auslegung. Unsere Auslegung ist so, da habt ihr auf jeden Fall Souk und Medina satt. Da gibt es nämlich auf jeden Fall mehrere Souks in Marrakesch und da ist für jeden was dabei. Ja, eine Nacht in Marrakesch, zum Beispiel im Riad Kamela. Das ist ein ganz tolles Riad. Wirklich, da sieht es aus, wie man sich in 1001 Nacht vorstellt. Von uns getestet. Ganz bunt, von uns getestet. Tolles Essen, wenn ihr abends mal
fein speisen möchtet, unbedingt Riad Kamela. Finde ich auch ein toller Start, weil dort hat man die volle Ladung erstmal und man kommt da runter und das ist wirklich auch für meinen Anspruch an eine Übernachtung was Besonderes. Das Gute ist auch, du bist mittendrin im Geschehen, aber trotzdem ist es ruhig. Du kommst durch die Tür ins Riad rein und bist in einer ganz anderen Welt, hast Ruhe und ja. Es gibt eine kleine Tür und eine große Tür. Lass dich mal überraschen, was es damit auf sich hat. Und Essen wunderbar, Trinken wunderbar, alles top. Gut, am nächsten Morgen geht es aber gleich früh los. Ja, und jetzt wird es spannend. Na? Ja, jetzt wird es spannend. Mit dem 4x4 Mietwagen. Wichtig, organisiert euch einen Jeep oder ein Toyota. Wir haben ja jetzt mit dem Jeep schon Südafrika gemacht. Wir würden jetzt vielleicht einen Toyota nehmen. Jedenfalls ein Allradfahrzeug. Ja, es muss ein Allradfahrzeug sein, weil sonst ist der Rest der Reise nur noch halb so schön. Das heißt, wir investieren jetzt in ein Allradfahrzeug. Und dann geht's los Richtung Zagora. Wir machen aber erstmal einen Zwischenstopp in Ait Ben Haddou. Ait Ben Haddou, das ist eine ganz alte Stadt, eine Filmstadt kann man sagen. Die Kulisse von zum Beispiel Game of Thrones. Und wenn ihr durch die Stadt durchgeht, ihr fühlt euch auch wie Teil des Films. Jetzt habe ich da direkt mal eine Frage, Alex, wenn ich mich richtig in Erinnerung schwelge. Marrakesch, Ait Ben Haddou, ist da nicht das Atlasgebirge dazwischen? Ja. Also über das Atlasgebirge rüber mit dem schönen 4x4, das wird eine traumhafte Fahrt werden. Wie lange etwa? Was denkst du? Bis dorthin vielleicht so 3 Stunden. Also easy. Ne? Morgens losfahren, nach einem guten Frühstück. Ja genau. Erstmal gut frühstücken, dann früh los und in Ait Ben Haddou, da habt ihr auch nochmal die Gelegenheit, schön zu sitzen, auch nochmal was Leckeres zu essen und einfach den Ort dort zu genießen. Wir haben das so ein bisschen dort mit einer Almhütte verglichen. Ich kann mich gut erinnern, wie wir oben in der Sonne gesessen sind, so ähnlich wie jetzt hier, und haben da wirklich ein fantastisches Frühstück bekommen. Mit fantastischem Ausblick auf die Landschaft, auf diese Stadt. Das ist unglaublich schön. Werdet ihr so ein paar Filme, Ben Hur von mir aus und Game of Thrones und da war unten so ein großes Kolosseum so angedacht, wo man Filme drehen konnte. Ja, also ihr werdet da viele Sachen so erkennen, aber eigentlich hat uns dieses Städtchen noch besser gefallen, einfach des Settings wegen, als jetzt wegen dieser Geschichte des Filmhintergrunds. Wie lange brauchen wir da? 1,5 Stunden? Ja, du bist in 1,5 Stunden durch, ich brauche 2, weil es ist einfach zu schön, um da durchzuhetzen. Beeilt euch, weil es wird viel geiler noch an dem Tag. Na, an dem Tag geht es ja dann nach Zagora weiter. Da wird es so cool werden. Ihr wollt so schnell wie möglich in Zagora sein. Ja, Zagora ist eine Oasenstadt, also mitten in der Wüste. Wir empfehlen euch dort in der Serenity Lodge zu übernachten. Das haben wir auch gemacht. Der Grund dafür ist, die Serenity Lodge, die liegt in einer eigenen Welt. Ja, die liegt in einem Palmenhain und das sind kleine Häuschen, wunderschön. Und die wird von Brahim geleitet, ein Nomade und jemand, der ein sehr guter französischer Gastgeber ist. Aber dennoch gut Deutsch spricht, weil er hat 20 Jahre in der Schweiz gelebt. Genau. Und ist super Ansprechpartner. Eine tolle Persönlichkeit. Und, das sagt Alex gleich, Brahim wird noch etwas mit euch machen. Ja, genau. Aber kommen wir nochmal zurück auf, warum ist die Serenity Lodge so toll? Schon alleine die Anfahrt dorthin, die wird euch begeistern. Die führt euch auch wieder in eine eigene Welt. Also nicht nur die Lodge selber, sondern auch der Weg zur Lodge ist einfach einmalig schön. Ja, ist eine alte Oase mit Mauern aus Sand gebaut.
Wir blenden mal was ein, wie eng da eigentlich die Fahrt mit dem Bronco rein war. Und das ist ein tolles Setting, um in Zagora anzukommen. Ihr könnt dann auch mal von der Serenity Lodge zu Fuß nach Zagora reingehen, ist auch sehenswert. Aber der Hauptabend wird dort stattfinden. Ihr werdet nämlich in einem echten Berberzelt dann auch zu Abend essen. Genau. In der Serenity Lodge würden wir 2 Tage verbringen. Der Grund dafür ist, ihr kommt ja erst spät an, also habt dann erstmal den Abend für euch in der Serenity Lodge. Und am nächsten Tag solltet ihr euch Zagora auch mal anschauen. Da gibt es das berühmte Schild, in 52 Tagen nach Timbuktu zu reisen. Timbuktu, da steht Tambuktu, glaube ich, drauf, so sagen die es dort. Und da geht es immer entlang des Dra-Flusses. Wenn man auf dem Dromedar reitet, ist man von dort aus in 52 Tagen. Wenn man ein schnelles Dromedar hat, auch in 48 Tagen. Wo ist man dann? Ja, in Timbuktu. Das ist so der tiefste Teil von Afrika. Und da könnt ihr theoretisch, aber ihr habt ja nur eine Woche Zeit, 52 Tage hinreiten. Mit dem Dromedar. Ja. Und da ist noch was, da ist auch der Tree of Hope, auch sehr sehenswert. Also ist so ein bisschen kleiner Tourismus. Ja, aber dann gibt es noch die Synagoge, die alte. Die ist noch mal in einem separaten Stadtteil. Die ist sehr versteckt, aber da sind immer Menschen drumherum, die einem den Weg zeigen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch. Schreiben wir euch alles im Detail auf. Ihr klopft an einer kleinen Tür. Eine Frau öffnet, hat den Schlüssel schon in der Hand und schließt euch die Synagoge auf. Absolut abgefahren. Ja. Wenn ihr dann nicht schnell genug seid, findet ihr euch danach in einem Teppichladen wieder oder in einem so wie wir, ne? Aber Tourismus ist da eher wenig und deswegen machen die Menschen halt so viel es geht dort draus. Und das mit der Synagoge, das ist ein absoluter Geheimtipp. Das ist so oberhalb von Zagora. Ja, in der Nähe der Lodge. Ja. Da kann man schön zu Fuß hingehen. Wenn ihr an der Lodge seid, das ist auch nämlich noch was ganz Tolles gewesen, als wir da waren. Wenn man einen kleinen Spaziergang macht, da sind direkt Dünen nebenan und da kann man wunderschöne Sonnenuntergänge sehen. Da hat man schon mal so ein bisschen Wüstenfeeling, denn dort geht es dann einen Tag später hin. Also 2 Tage oder 2 Nächte Serenity Lodge. Und dann geht's los in die richtige Wüste nach Ertchigaga. Und zwar mit eurem Auto. Und Brian mit eurem Gastgeber. Euer Gastgeber fährt vor. Ihr werdet unterwegs alles, was ihr benötigt, einkaufen. Barbecue, Dinge des täglichen Lebens. Und dann fahrt ihr 80 Kilometer tief in die Wüste. Und dieses Erlebnis werdet ihr nie wieder in eurem Leben vergessen, weil das ist A, total authentisch und B, für uns, was wir mit Brian da erlebt haben, absolut abgefahren. Ja, total schön. Angekommen in der Wüste, in so einem richtigen Berber, wie nennt man es? In einem Camp. Genau, in einem Camp, im Berbercamp angekommen. Ist man total erstaunt von dieser ganzen Wüstenlandschaft drumherum. Da sind halt die Alpen sehen aus wie, also die Berge sind mit den Alpen zu vergleichen, aber alles aus Sand. So. Das sind riesige Dünen. Riesige Sanddünen. Die könnt ihr beklettern, da könnt ihr mit dem Sandboard runterfahren. Und ihr könnt eine Dromedar-Tour machen durch die Dünen und auch oben auf die Dünen klettern und den Sonnenuntergang schauen. Das ist wirklich Erholung, Natur, Erlebnis pur. Absolute Stille. Man hört nichts. Genau. Ja. Ja, und wenn Brian Lust habt, macht ihr noch was Musik mit den anderen Nomaden dort und habt natürlich eine tolle Zeit, Vollverpflegung und alles, was man so braucht. Und auch das ist weniger Massentourismus tauglich als eine Frage des Wissens. Wir sind da auch so reingeraten und haben uns einfach mal mittreiben lassen. Ja. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr Strauße sehen. Es gibt wilde Straußen dort, die da herumlaufen und auch andere Tiere. Wir haben viele Dromedare gesehen. Wir haben Straßen gesehen, die zum Teil zig Kilometer breit sind und die Wüste verändert dort 3 bis 4 Mal komplett ihr Gesicht während eurer Zeit dort. Ja, und dann geht's schon weiter. Dann geht's weiter
Nochmal zurück nach Zagora. Der Tag war anstrengend. Ne? Ihr braucht auch eine Weile wieder zurück durch die Wüste. Zagora ist nochmal kleiner Zwischenstopp. Dort bleibt ihr nochmal eine Nacht, bevor es dann frisch ausgeruht am nächsten Morgen nach Ouarzazate geht. Ouarzazate ist die Filmstadt in Marokko schlechthin. Dort sind auch die Atlas Filmstudios. Und da wurden ganz viele bekannte Filme gedreht. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort eine kleine Pause zu machen. Ja. Das ist dann so etwa, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2 Stunden vielleicht von Zagora entfernt. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen Zwischenstopp zu machen, sich die Filmstudios anzugucken. Da ist man auch relativ schnell durch, 1 bis maximal 1,5 Stunden. Ja. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Und von da aus hat man auch nochmal einen ganz tollen Blick auf das Atlasgebirge. Als wir da waren die Berge noch schneebedeckt. Ich weiß nicht, ihr wolltet gerne im April fahren, ob da auch noch Schnee im Atlas ist. Ist auf jeden Fall ein grandioser Ausblick. Stellt euch die Filmstudios so vor, dass sie in die Natur eingebettet sind und dass es halt ein absoluter Kontrast zu Marokko ist. Normalerweise gibt es solche Sets oder solche größeren Touristenattraktionen nur in den ganz großen Städten. Also in Agadir zum Beispiel, die Cablebahn da. Da kommen wir ja gleich Ja, kommen wir zu. Aber das Atlas Filmstudio ist schon was ganz Spezielles und ein krasser Gegensatz zu dem, was man eigentlich in Marokko sonst so vorfindet und lustig anzusehen. Macht Spaß, vor allem wenn man so ein bisschen Film interessiert ist. Aber Agadir war schon ein guter Stichpunkt. Stichpunkt, genau. Da geht es nämlich als nächstes hin. Das ist gute Wahl. Die letzte Station. Agadir liegt an der Küste. Das weiß man, glaube ich. Aber ja. Da habt ihr dann noch mal 2 Nächte Zeit, bevor es zurück nach Deutschland geht. Und ja, hier gibt es auch viel zu sehen. Agadir ist auch total vielfältig, sehr westlich eingestellt. Und man kann sich zum Beispiel den größten Zug, glaube ich, in Marokko anschauen. Ja, es gibt eine schöne Marina, die komplett einer großen Hotelkette gehört. Wir haben eine tolle, riesengroße Promenade und die eben schon angesprochene Cable Car, die da hochfährt in den alten, ehemals alten Teil von Agadir, der komplett beim Erdbeben zerstört wurde. Die alte Kasbah ist da oben aufgebaut. Die haben die da noch mal wieder hingebaut und ja, die kann man von innen besichtigen. Wir sind nicht reingegangen, wir sind nur hochgefahren mit der Cable Car Bahn. Und man kann auch hochlaufen. Aber es war schon auch ein Erlebnis, da mit dieser Seilbahn hochzufahren, die es im Übrigen seit 2022, nicht 1922 gibt. Also seit 2022 gibt es diese Cable Car, die einen dort hochbringt. Und da gibt es auch, die haben wir allerdings gar nicht von oben gesehen, aber da oben stehen auch 2 Flugzeuge, die als Restaurants ausgebaut sind. Und ja, da kann man vielleicht auch da oben irgendwie noch hin spazieren. Ja, den Strand genießen. Von da oben aus ist es auch vielleicht schön, den Sonnenuntergang sich anzugucken. Ja, ne? Vielleicht ein Bier genießen. Das gibt es da auch. Nö, aber unten. Muss man sich vielleicht mitnehmen. Du bist oben, ich bin unten am Meer schon. Ja, Bier ist so eine Sache. Also es gibt ja grundsätzlich in Marokko, wenn man essen geht, gibt es kein Alkohol. Ne? Das ist halt hier so. Dort aber schon. In Agadir ist ja ein Touristenort. Da gibt es schon die eine oder andere Location, wo man auch Bier und Wein bekommt. McDonald's gab es da auch, muss aber nicht sein. McDonald's gibt es da auch. Also schräge Sachen, die es sonst nirgends gibt. Der Souk, der dort ist, das ist der Souk El Had. Und der ist echt fantastisch. Ja. Der ist riesig groß, da kriegt man nochmal einen richtigen Eindruck. Aber kauft nicht zu viele Gewürze oder sonst was. Arganöl wird euch auch bestimmt angeboten und Honig, das sind so die beliebtesten Produkte. Da habt ihr wahrscheinlich sowieso auf der Reise bis dorthin schon genug gekauft. Wenn ihr dort ankommt in Agadir, den Mietwagen könnt ihr dann abgeben, weil den braucht man da nicht mehr. In der Stadt kann man sich ganz gut entweder mit InDrive fortbewegen oder per Taxi. Da gibt es kleine Taxis. Da muss man kein Auto mehr haben. Nein, es ist ein schöner, komprimierter Abriss. Wir würden
vielleicht noch 3 oder 4 Mal mehr Touren empfehlen, haben aber nur diese eine Woche Zeit. Und deswegen ist es so mega komprimiert. Aber wie wir das finden, mit einigen der großen Highlights, die wir auch hier erlebt haben, jetzt Agadir auch schon mehrfach, dann auch bestückt. Ich denke mal, das könnte eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Und in Agadir, lasst euch einfach treiben. Da gibt es so viel anzugucken. Ne? Da reichen auch 2 Tage eigentlich nicht. Aber da ist für jeden Geschmack was dabei. Klar. Und eine schöne Stadt. Ja. Von dort aus geht es dann zurück, entweder auch ich weiß gar nicht, ob man nach Köln zurückfliegen kann von Agadir. Es geht in eure Richtung zurück. Auf jeden Fall. Und also ich glaube, da habt ihr eine ganz tolle Woche. Viel Input und wahrscheinlich auch die Idee, noch mal länger nach Marokko zurückzukehren. Weil wir sind jetzt schon, haben wir anfangs, glaube ich, schon gesagt, ne? Seit 3 Monaten fast hier. Sehr lange schon. Wir bleiben auch noch einen Monat länger. Und mit Zwischenstopp in Deutschland. Wir haben noch nicht alles gesehen. Also Fes fehlt uns noch. Meknes, Chefchaouen, das sind alles tolle Orte im Norden. Da sind wir auch noch nicht gewesen, deswegen können wir da jetzt noch gar nichts zu sagen. Aber wir haben uns sagen lassen und gehört, dass das ganz tolle Locations sind. Hättet ihr uns das jetzt so erklärt, hätte ich gesagt, oh, da fehlt mir jetzt noch so eine ganz kleine Wellness-Komponente. Die fehlt aber gar nicht, weil Marrakesch, da habt ihr auf jeden Fall Hammam, da habt ihr womöglich auch einen kleinen Pool. Und Agadir, wenn ihr euch dann in einem richtig tollen Hotel niederlasst, dann gehört da auch immer ein großer Pool mit dazu. Da gehört viel Wellness dazu. Dafür wird Zeit sein, auch wenn es eine sehr komprimierte Woche ist. Brahim plant, in der Serenity Lodge einen Pool zu bauen. Der ist schon ausgehoben. Aber bis April wird der noch nicht fertig sein. Aber da habt ihr sowieso ganz andere Dinge im Kopf als Wellness. Da werdet ihr euch schon megamäßig auf die Wüste freuen. Also das wird toll. Vertraut uns. Ja, wir wünschen euch viel Spaß und lasst mal was von euch hören, was ihr gemacht habt, ob ihr die Reise gemacht habt und wie es euch gefallen hat. Oder ob ihr weiteren Support von uns braucht. Bis Oder bald. weitere Tipps vielleicht für uns habt, die wir weitergeben.